Erstmal muss ich meine 6 Ruten, die ich vorbereitet habe, anspitzen und neben der Henkelsäge reinstecken. Einmal. Und ich mache es so, dass ich auf der einen Seite die grünen, auf der anderen Seite mache ich die geschälten. 2 und 3. Auch schön flach anspitzen, so dass dieses und dann mit dem Holz zu der Henkelsäge dazu. Kann man ganz gut das reinstecken. Eigentlich sollen sie hier um diesen Henkel herum gewickelt sein. Ja, wenn es ein bisschen zur Seite rutscht, ist nicht so schlimm. Die ist jetzt ein bisschen zu locker, die stecke ich mal ein bisschen. So. Das gleiche mache ich auf der anderen Seite mit den geschälten Ruten. Hier auch mit dem Holz zu der Säge und auch so tief, dass mindestens diese geschnittene Holzseite im Geflecht steckt. So. Und so. Jetzt gucke ich mal, eigentlich hätte ich vorher gucken sollen, ob sie sich gut biegen. So, jetzt nehme ich sie alle 3 und ich wickle sie um den Henkel herum. Einmal. Zweimal. Auch immer hier im großen Bogen sie anfassen, dass sie nicht knicken. Wenn sie knicken, dann ist sie gut. Und da sieht schon ganz viel mal wickelt. Bei kleinen Katzen kann das schwierig, als wir mal die Abstände hier gleichmäßig zu halten, dass es hier etwa gleichmäßiger Lücken sind. So, jetzt gehe ich mit diesem Grünen quasi in die Gegenrichtung. Und ich mache das so, dass ich am Ende der Wicklung will ich im Korb drinnen landen. Also nicht außen, sondern drinnen. Es gibt natürlich auch verschiedene Techniken, aber das, was ich jetzt zeigen möchte, da muss man quasi im Korb drin landen, nach den 4 Wicklungen. So, die zweite Seite, die grüne. Die ich hier zwischen den habe. Ich habe jetzt schon nicht reicht, was ich muss. Also ich habe jetzt noch 8 besser. So, eine. So. Und hier noch eine. Eigentlich ist eine Seite mitnehmen. So, also ich nehme noch eine gesottene dazu. Und das ist eigentlich egal. Und ich stecke sie halt so, dass ich sie in diese Lücke hier reinflechte. So. Und eine reicht es. Ne? Jetzt habe ich quasi auf eine Seite 3 und auf der anderen Seite 4. Aber es macht nichts. So. Dann muss ich jetzt wieder aus dem Korb wieder nach außen mit meinen Flechtruten gehen und ich gehe auf der anderen Seite vom Henkel. Also ich bin hier rechts rein, dann muss ich jetzt hier links wieder rauskommen. Und ich mache mir hier so einen Platz. Meistens mache ich dann so knapp unter der Kimme, je nachdem wie lang sind diese Enden. Und ich mache mir hier quasi so eine Lücke. Und in diese Lücke kommen meine Weiden erstmal raus. So, damit ich gut den Überblick habe, hole ich sie erstmal raus. Und ich fange an mit der untersten. Das ist die unterste. Und die kommt als erste hier in die Lücke. Wird durchgezogen. Und die liegt am engsten hier an dem Henkel dran. Jetzt kommt die nächste in der Reihenfolge. Und die kommt ein Stück nach außen. Und kommt wieder die dritte. Und hier habe ich noch diese vierte drin gehabt, das ist diese gesottene. Die kommt dann ganz außen. So. Jetzt hat sich das alles so ein bisschen verfestigt. Ziehe ich noch ein bisschen fester an. So, jetzt habe ich alle 4 hier draußen. Und jetzt mache ich mit jeder einzelnen Rute die gleiche Bewegung. Ich gehe hier über die Diagonale, einmal
einmal um den Henkel herum und komme von außen nach innen auf der gegenüberliegenden Seite vom Henkel in derselben Höhe. Also hier ist eine Lücke und da ist auch so eine Lücke. Da komme ich wieder rein in den Korb. Und jetzt mache ich die gleiche Bewegung mache ich mit der zweiten Rute. Und ich gehe über diese erste drüber. Und dieser Muster, der hier entsteht, der heißt Fischgräte. So, jetzt kommt die dritte. Und so, jede nächste Rute hält die davor. Und deswegen mag ich das ja ganz gerne, weil man immer nur so, jede nächste wird dann quasi festgehalten von der die danach kommt. So, und jetzt kommt die allerletzte, die gesottene. So. So, und da kommt sie rein. Ja, so sieht es dann aus, dieser Fischgrätenmuster. Und jetzt ist eine fummelige Arbeit gezogen. So, und dann eigentlich in der beliebigen Reihenfolge stecke ich sie alle nacheinander. So, jetzt habe ich sie alle schon mal quasi fest und man könnte sagen, okay, fertig. Aber ich mache dann auch mal, verflechte diese Enden nochmal in den Rand rein. Also ich suche mir hier einfach mal irgendeine kleine Lücke, wo ich sie dann alle nochmal rein und raus, nochmal rein und raus, dass ich sie wirklich alle gut verstaue und dass dann nichts sich wieder auflöst. So, und von da nochmal, von innen nochmal, also von außen nochmal nach innen. Genau, und hier kann man die alle abschneiden und dann macht man es auf der anderen Seite genauso.